Der Kanton Zürich muss 1,8 Milliarden sparen. Mit 125 Massnahmen will die Zürcher Regierung 1,8 Milliarden Franken sparen. Ja, es ist klar, 1,8 Milliarden Franken, da ist kein Pappenstiel zum Einsparen. Aber man will, dass das, wenn schon der mittelfristige Ausgleich ist sakrosankt, das ist ja quasi, es ist ja, man kann auch sagen, Schuldenbremse. Es tönt einfach, es tönt ein bisschen einfach. Es ist ein happiges Sparpaket und das, obwohl der Kanton Zürich letztes Jahr schwarze Zahlen geschrieben hat. Die riesige Sparübung die ist darum nötig, weil die bürgerlich dominierte Zürcher Regierung verhindern will, dass sie muss, um das Budget einhalten, den Steuerfuss tun. Der komplette Regierungsrat ist angetreten, um zu erklären, wo sie den Rotstift ansetzen wollen. Verschont wird niemand. Die Qualität des Unterrichts war nie ein Thema. Es war auch das Streichen von Freifächern nie ein Thema. Es ist nicht ein Thema, dass man die Klassengrösse aufsetzen. Wir wollen die Schulen ermutigen, dass sie ihre Klassengrössen optimieren. Also die Mittelschulen und Berufsschulen sind da vor allem gefragt. Und auch Personalmassnahmen natürlich sind ein Teil. Am meisten blüten muss das Gesundheitsdepartement von Thomas Heiniger. Da sollen 547 Millionen wegfallen. Das ist fast ein Drittel vom ganzen Sparpaket. Sparen ist nie populär. Prozentual werden alle ein bisschen gerupft oder es kommt niemand ungeschoren davon sagen. Die letzten 2 Jahre im Kanton Zürich waren turbulent. Im Jahr 2015 hat nämlich der Regierungsrat ein Kürzungspaket bekannt gegeben. Das ist nach 2004, 2006 und 2010 bereits das 4. in den letzten 12 Jahren. Im gleichen Zeitraum hat der Kantonsrat Steuersenkungen für Reiche und Unternehmen in Milliardenhöhe durchgeboxt. Das Prinzip ist also klar und immer wieder das Gleiche. Man spart beim Gesundheitswesen, bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen, beim öffentlichen Verkehr und in der Bildung. Dabei sind Menschen betroffen, die sich keine privaten Versicherungen oder Privatschulen leisten können. Gleichzeitig schaut man, dass die sowieso schon viel haben, noch bessere Bedingungen haben, um immer reicher zu werden. Doch der Regierungsrat hat es beim Durchsetzen von diesen Sparmaßnahmen nicht so leicht gehabt, wie er sich das vielleicht erhofft hat. Als er seine Absicht, Gelder einzusparen, nämlich verkündet hat, hat sich bei Lehrerinnen und Rektorinnen moderater Widerstand gebildet. Der Tag der Bildung im Januar 2016. Dieser Tag ist zu einem Ausgangspunkt geworden von einer grösseren und breiteren Bewegung, die Sparmaßnahmen an und für sich in Frage stellt. In diesem Film werden wir verschiedene Leute zu Wort kommen lassen, die bei diesem Widerstand dabei waren. Und somit einen Einblick geben in einen Protest, der verschiedene betroffene Leute in diesem Kampf vereint hat. Ja, angefangen hat es Anfang 2016, zumindest habe ich es dann das erste Mal mitbekommen, mit dem Tag der Bildung, wo eigentlich von ganz vielen Seiten mobilisiert worden ist gegen die Kürzungen. Es war so, dass im Dezember 2015, soweit ich mich erinnere, angekündigt worden ist, dass wieder an unterschiedlichsten Orten gespart wird, also sowohl an der Schule, an der Bildung, als auch im öffentlichen Verkehr, als auch im Spital zum Beispiel. Und dass dann von den SOs zusammen mit Lehrern und Rektoren so ein Tag der Bildung organisiert worden ist, wo nachher im Januar stattfinden und darauf haben auch noch verschiedenste politische Organisationen auch für Demo noch aufgerufen. Bis zu 10'000 Lehrer und Schüler plus mehrere Verbände aus dem Kanton Zürich wollen am nächsten Mittwoch auf die Straße. Sie wollen demonstrieren gegen drohende Sparmaßnahmen in der Bildung. Ein Anlass, der friedlich und positiv ablaufen und schon von langer Hand geplant ist. Jetzt ist die Kundgebung aber gefördert. Und zwar, weil mehrere Gruppierungen, zum Teil aus linksautonomen Kreisen, zu einer eigenen, unbewilligten Demonstration aufrufen. Eine Gruppierung, die sich «Kämpfen für Bildung» nennt, will nach der Kundgebung eine eigene, unbewilligte Demonstration starten. Sie ruft dazu auf, dem Tag eine antikapitalistische und kämpferische Stossrichtung zu verleihen. Auch weitere Gruppierungen sind aufgesprungen und haben in verschiedenen Foren Beiträge veröffentlicht.
Wenn an dem Tag der Bildung illegale Demonstrationen stattfinden, wenn aufgerufen wird, wo allenfalls Leute angezogen werden, wo es könnte ins Gegenteil verkehren, dann befürchten wir, dass wir die Sicherheit nicht mehr gewährleisten können. Die Gruppierung «Kämpfen für Bildung» wehrt sich gegen die Kritik. Auch ihnen ging es darum, gegen die Sparmaßnahmen zu demonstrieren. Ja, so angefangen hat es natürlich Anfang 2016, wenn die Sparmaßnahmen bekannt worden sind. Und dann war der Tag der Bildung, wo nachher die Schlusskundgebung abgesagt wurde, weil man Angst hatte vor der anderen Demo, die angekündigt wurde, «Kämpfen für Bildung». Die hat dann trotzdem stattgefunden und ist eigentlich so ein bisschen hat den Startschuss markiert für die ganze Bewegung. Institutionen und Verbände wollen gegen das Sparen protestieren. Eigentlich wollten sie eine Kundgebung machen, die haben sie jetzt aber wieder abgesagt. Es ist jetzt halt auch ein bisschen enttäuschend, dass es abgesagt wurde, weil wir haben uns schon auf das eingestellt und so. Ein Flashmob hat es an den Mittelschulen trotzdem gegeben. Einfach jede Schule für sich. Die Schüler hoffen trotzdem, dass sie gehört werden. Kommen wir zu der Kundgebung, die kämpfen für Bildung! Am Abend am Tag der Bildung in Zürich. Obwohl die Organisatoren vom Tag der Bildung eine Demonstration aus Angst vor Ausschreitungen abgesagt haben, versammeln sich mehrere hundert Personen auf dem Bürkliplatz, um gegen die geplanten Sparmaßnahmen zu demonstrieren. Die Frage ist nicht unbedingt, wo muss man sparen, sondern wir stellen uns viel mehr die Frage, warum wird überhaupt gespart. Also wir sind der Meinung, in diesem Land gibt es genug Geld. Es ist einfach eine Frage von der Verteilung. Angefangen hat es bei mir tatsächlich beim Tag der Bildung. Ich bin dort mobilisiert worden wie tausende andere Schülerinnen und Schüler, weil ich irgendwie mich darüber aufgeregt habe, dass jetzt bei der Bildung gespart wird. Ursprünglich wirklich nur bei der Bildung. Dann ist der Tag der Bildung, die offizielle Kundgebung, abgesagt worden und das hat mich extrem gestört. Ich musste meine Wut irgendwie rauslassen und die automatische Konsequenz für mich war die, dass ich mich einer Gruppe anschliesse. Schluss mit Kürzen hat sich dort gerade neu gebildet aus dem Tag der Bildung heraus. Und für mich hat das eine super Möglichkeit geboten, mich diesen Protest anzuschliessen. Aus dem heraus hat sich dann eben das Schluss mit Kürzen gegründet oder gebildet. Eben am Anfang relativ viel so ein auf einer bildenden Schiene gewesen, also mit dem Workshop-Tag und dass man sich auch irgendwie darüber austauscht hat, was für Erfahrungen andere schon gemacht haben, in anderen Kantonen, in anderen Ländern. Und dann halt die Mobilisierung war auch noch relativ vielfältig gewesen, also wir haben geflyert, es hat Filme gegeben. Bis 2019 will der Kanton Zürich Kürzungen in der Höhe von 2 Milliarden Franken vornehmen. Der Regierungsrat tut so, als ob diese Angriffe auf die Lebensbedingungen von uns allen zwingend notwendig wären. Jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch und die Regierung weiss, wo sie den Hebel ansetzen will. Schon vor der Medienkonferenz hat das Netzwerk «Schluss mit Kürzen» seine Unzufriedenheit mit den Sparmaßnahmen kundgetan. Wir fordern den Regierungsrat auf, seine Sparmaßnahmen sofort zurückzunehmen. Lautstark protestieren die Schüler und Studenten heute Nachmittag vor dem Medienzentrum Walcheturm. Sie fordern, aufhören mit Sparen. In erster Linie geht es darum, dass man dort das Geld wieder einholt, das man seit Jahren lang nämlich nicht mehr eingeholt hat. Das sind bei den Steuersenkungen für Unternehmen und Reiche, die müssen sofort rückgängig gemacht werden, sodass man auch wieder genug Geld hat für einen guten öffentlichen Dienst in der Kanton Zürich. Im April sind dann die konkreten Massnahmen kommuniziert worden. Der Regierungsrat hat unter dem Namen Leistungsüberprüfung 16 die 125 Einzelmaßnahmen vorgestellt. Die Aufteilung auf so viele kleine einzelne Massnahmen ist eine Lehre, die der Regierungsrat aus dem Protest in den letzten 15 Jahren gezogen hat. Bei so vielen einzelnen Massnahmen denken die Leute immer noch, das sei verkraftbar und sind einfach froh, dass in ihrem Bereich nicht noch mehr gespart wird. So hat sich zumindest der Regierungsrat das vorgestellt. Auch darum kommuniziert er mit so unverständlichen Begriffen wie Leistungsüberprüfung. Da kommen so Massnahmen vor wie die Kürzung der individuellen Prämienverbilligungen, Personaleinsparungen und weniger Geld für vorläufig Aufgenommene. Insgesamt hätten, wie bereits erwähnt, 1,8 Milliarden zwischen 2017 und 2019 sollen eingespart werden. Davon 367 Millionen im Gesundheitswesen, 188 Millionen im öffentlichen Verkehr und ungefähr 100 Millionen in der Bildung, aber auch in anderen Bereichen. Wo gespart worden ist, wird jetzt von den betroffenen Leuten noch genauer ausgeführt. Also ich finde es allgemein halt sehr schwierig, wenn man von Sparen redet bei so Kürzungen, weil ich finde eigentlich, es ist
Also Sparen ist ja irgendwie in unserer Gesellschaft sehr positiv konnotiert und es ist eigentlich etwas Wichtiges und etwas Richtiges. Und das, was da passiert, ist eigentlich einfach ein Diebstahl oder ein Angriff auf grundlegende und sehr wichtige soziale Errungenschaften. Und also es ist ziemlich klar, dass es einen direkten Zusammenhang hat mit der generellen neoliberalen Politik, die eigentlich überall verfolgt wird. Dass grosse Unternehmungen, sehr reiche Holdings mit irgendwie Steuergeschenken belohnt werden oder angelockt werden, die dann von der Allgemeinheit irgendwie getragen werden sollen. Und das ist halt einfach eine Politik, die irgendwie den Fokus oder irgendwie Prioritäten so setzt, dass sehr wenige Reiche und Superreiche irgendwie von dem profitieren und dass eigentlich alles sich um das dreht und das allgemeine Wohl oder wir alle, die arbeiten, wir alle, die irgendwie NutzerInnen sind vom Service Public, dann darunter leiden. Und es geht eigentlich einfach nicht um das Wohl der Menschen, sondern es geht irgendwie um das Wohl des Kapitals. Und anstatt dass sie irgendwie an gescheitenen Orten sparen, wo man unnötig Geld ausgibt, tun sie eigentlich den sensibelsten Ort angreifen. Bei der Bildung und bei der Gesundheit, was ja eigentlich das Wichtigste ist. Zum Beispiel sind bei uns konkret jetzt in Küsnacht, als ich in die Schule gegangen bin, sind halt Sportfreifächer gestrichen worden. Es sind irgendwelche Zulagengelder für musikalische Fächer haben halt plötzlich gefehlt. Man hat diskutiert, man muss halt die Mediathek schliessen und so Sachen, die halt konkret nicht die Leute betreffen. Oder auch die Unmut unter den Lehrerinnen und Lehrern, die halt klar zutage getreten ist, weil dann halt auf den Lohn gekürzt worden ist. Zum Beispiel letzte Woche, als ich in die Schule gelaufen bin, habe ich so gesehen, dass ein Viertel von der Sachen in den Medien gesperrt waren und dass sie 2 Mitarbeiterinnen entlassen mussten. Ja, also ich habe davon gehört, dass gewisse Lehrer 2 Klassen unterrichten müssen. Und zum Beispiel ist bei uns der Sport zusammengelegt worden von 2 Klassen. Zum Beispiel gerade am ÖV, am öffentlichen Verkehr sieht man das halt jedes Jahr, dass einfach die Billets jedes Jahr irgendwie 20 Rappen teurer werden einfach. Ja, also man muss sich auch bewusst sein, dass das schon in den 90er Jahren angefangen hat und dass sich das stetig aufgebaut hat und dass immer ein bisschen gekürzt worden ist, dass die Klassen grösser geworden sind, dass man plötzlich die Schulzeit kürzer gemacht hat, dass man mehr Stoff in weniger Zeit hat sollen, durchnehmen, dass dementsprechend die Lehrer und Lehrerinnen haben das aufgefangen, die haben das mitgemacht, die haben auch viel Einsatz gegeben und haben das können heben. Ich glaube, der Druck in der Schule bei den Lehrpersonen ist momentan extrem hoch. Das hat auch damit zu tun mit verschiedenen Reformen, die es gibt. Die Schulleitungen bekommen immer zusätzliche Personalführungsinstrumente, über die Hierarchie wird stärker. Und jetzt kommt das wie noch dazu, dass eigentlich in dem Moment, wo die Lehrpersonen Entlastung brauchen, vor allem auch zugunsten der Schülerinnen und Schüler, passiert genau das Gegenteil. Der Druck wird erhöht und es liegt einfach nicht mehr drin. Weil unsere Lehrer jetzt viel mehr arbeiten müssen, sind sie viel gestresster und alle sind mega gestresst, weil ich spüre vor allem irgendwie den Leistungsdruck. Und ich denke, es gibt viele Kitas, die schlimm im Zustand sind, wo viele Praktikanten herum sind, viele Lernende herum sind. Und ohne die würde es gar nicht gehen. Also es ist auch irgendwie eine Sparmaßnahme schlussendlich. Man merkt einfach, dass in den Kliniken allgemein der ökonomische Druck steigt und dass vermehrt auf das geschaut wird. Zum Teil ist es halt eben Normalfall, dass quasi die Betten überbeleidigt werden, dass Notfallbetten eigentlich schon zur Normalbelegung eigentlich gezählt werden mittlerweile. Es fängt an mit Personalmangel, dass wir zu wenig auf der Station sind und so zu viel zu tun haben. Es wird billiges Material verwendet, es wird schludrig geschafft. Was für mich auch noch so das Problem ist, oder wo ich Mühe damit habe, ist, dass wir eigentlich überhaupt nicht wissen, was für Gelder sind überhaupt rum. Dass es eigentlich heisst, das ist, ja, wir müssen sparen, wir können jetzt nicht irgendwie, keine Lohnerhöhung und oder eben zum Teil von Fällen, die eine Lohnerhöhung bekommen nach 3 Jahren, die so irgendwo arbeiten, von 30 Franken oder sogar 10 Franken, habe ich schon gehört. Also wirklich absurde Sachen mit einem Lohn, wo man muss sagen,
ist schon sehr tief und dann kommt man so eine Lohnerhöhung über oder eben, das dann heisst, man muss mehr zahlen fürs Essen und einmal so ein bisschen, es kommt dann so ein bisschen Wut auf, weil man sich dann fragt, was zahlt sich dann irgendwie die oberen Etagen aus und was für Geld ist denn rum? Also spezifisch bei der Lehrwerkstätte, weil die halt auch davon betroffen sind, haben wir uns mit dem auseinandergesetzt und haben die direkt angesprochen. Also sie wollen sie eigentlich privatisieren und das würde, also die Lehrlinge würden, glaube ich, weniger Lohn bekommen zum Teil und sie würden weniger Lehrlinge nehmen können. Im Sparprogramm zum Opfer fallen sollen auch 45 Lehrstellen für Schneiderinnen zu Winterthur. Der Kanton Zürich betreibt dort eine von seinen 2 Lehrwerkstätten. Also wir haben als Lehrlingsgemeinschaft eine Aktion gegen die LWZ-Schlüsse gemacht. Und die ist so gegangen, dass wir an die LWZ an sind, Flyer verteilt haben, versucht haben, die Leute zu mobilisieren, um sich zu informieren gegen das und auch gegen die Schliesse zu kämpfen. Was ich auch toll gefunden habe, ist der, wo wir ein paar aus der LWZ haben motivieren konnten, um an einem Abend mit uns zusammen zu diskutieren. Und das habe ich recht toll gefunden, dass wenigstens ein paar gekommen sind. Was ich dort sehr spannend gefunden habe, ist erstens mal an einer Berufsschule flyern und zweitens die Reaktion vom Chef auf uns. Der hat das nicht so lustig gefunden, hat auch mit der Polizei gedroht und dass das verboten sei. Gleichzeitig hat er den Schülern, die dort die LWZ eine Schule haben, droht, dass es Konsequenzen wird haben, wenn sich die Leute mit uns treffen. Ja, und das war eigentlich so der Grund, wieso es gescheitert hat, weil wirklich der Chef grossen Druck auf die Lehrlinge ausgeübt hat. Die Auswirkungen von Lü 16 sind sehr versteckt. Ich nehme an, das ist auch gewollt. Man sieht die Auswirkungen nur, wenn man genau anschaut und sie werden gerne unter den Teppich gekehrt. Aber entscheidend sind sie trotzdem und sie betreffen trotzdem jeden Einzelnen von unserer Gesellschaft. So wie ich, also zumindest Schluss mit Kürzen, sich irgendwie immer verstanden hat, ist, dass es ja um die grundsätzliche Falschheit von überhaupt so Angriffen oder so Kürzungen geht, dass es irgendwie in dem System mit dieser Steuerpolitik und im Neoliberalismus wie nie möglich, also wie alle Sparmaßnahmen irgendwie oder Kürzungen abzulehnen sind, weil sie einfach die Folge sind von einer grundsätzlich falschen Politik. Es ist ja schlussendlich die Sache nicht, dass man muss sparen, sondern dass man will sparen. Und das ist das, was hässig macht. Sparen ist kein Naturgesetz. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Es ist politisch gewollt. Es zeigt auch immer, dass schlussendlich die Rechnung im Kanton immer viel besser abschliesst, als man das budgetiert hat. Es wird bewusst so budgetiert, dass man Argumente hat, um den Service Public in der Bildung, im Gesundheit und im öffentlichen Dienst bewusst runterzufahren, weil die bürgerlichen, die Dienstleistungen, die öffentlichen Dienstleistungen, die allen zugutekommen, dass die eben nicht in dieser Form wollen. Schluss damit. Kürzungen sind kein Naturgesetz. Wehren wir uns gemeinsam dagegen. Für einen kantonalen Kampftag. Und dann ist relativ schnell die Idee gekommen, dass man einen Aktionstag will, also eine Demo und auch vielleicht eben dezentral noch Aktionen, also eigentlich auf der Straße, draussen. Und dann haben wir dann wie von Schluss mit Kürzen aus ein Bündnis, also wir wollen ein Bündnis eigentlich ins Leben rufen, Abbau stoppen, hat das geheißen. Und haben eigentlich sehr breit in Zürich, also im Kanton Zürich, Organisationen angeschrieben und eingeladen. Es ist dann weitergegangen, wo wir auf die grösseren Organisationen zugegangen sind, weil wir realisiert haben, es braucht ein VPOD, es braucht grössere Organisationen, um gegen das vorzugehen. Und dadurch haben wir den Abbaustoppen initiiert. Wir haben insbesondere Personalversammlungen einberufen, weil unser Ziel ist eigentlich, dass das Personal den Protest steuern muss. Und haben aber dann auch als Funktionärinnen und Funktionäre uns beteiligt an dem grossen Bündnis, das es gegeben hat, und haben das auch mit aller Kraft unterstützen. Es ist für uns wichtig, es geht
um den ganzen Service Public, dass wir uns einig sind, dass es nicht irgendwie darum geht, dass man in einer Gruppe sparen kann und bei der anderen nicht, sondern dass man eigentlich das grundsätzliche Signal gegen die Sparpolitik macht, so wie sie jetzt ist. Durch das Arbeiten, so ein bisschen, wenn man erzählt so vom Alltag, was man so ein bisschen erlebt, bin ich so ein bisschen ins Bündnis eigentlich vom Abbau stoppen reingerutscht. Mich hat das eigentlich sehr begeistert, weil ich auch quasi beim VPOD Mitglied bin und ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr wusste, wie ich mir helfen soll. Habe ich wie so gefunden, hey, cool, das ist doch eine Gewerkschaft, die sollte doch eigentlich für uns da sein und ich muss mal mit irgendjemandem reden. Aber wie komme ich zu diesen Leuten? Das ist auch komisch, wenn ich einfach in eine E-Mail schreibe oder so. Und ja, die Möglichkeit hat sich dann gerade ergeben und dann bin ich dort angegangen. Und dann bin ich so an 2-3 Sitzungen dann dort und ich habe es eigentlich recht eine coole Truppe gefunden. Ich habe es sehr eindrücklich gefunden, dass wir es geschafft haben, von ganz verschiedenen Organisationen uns regelmäßig zu treffen mit einem gemeinsamen Ziel. Auch wenn die Organisation und zum Teil auch gewisse Inhalte unterschiedlich sind, haben wir es geschafft, dass wir als Einheit haben können auftreten und dass es für verschiedene Aktionsformen Platz hat und dass auch dann zum einen die Lehrpersonen, aber auch dann Schülerinnen und Schüler selbstbewusst eigentlich auftreten und das mittragen. Also dass es eigentlich keine Sache ist von irgendwelchen Funktionären, sondern dass es wirklich von der Basis von der Lehrpersonen und von der Basis von der Schülerinnen und Schüler und von anderen Angestellten getragen worden ist. Das hat mich eigentlich sehr stark beeindruckt. Ich habe es immer sehr motivierend gefunden, dass wir als Gruppe eigentlich zusammengearbeitet haben. Jeder und jede können ihre Meinung und seine Meinung einbringen. Wir haben spontane Ideen umgesetzt, wir haben Sachen längerfristig geplant. Und so Social Media mäßig kann man es vielleicht auch ein bisschen als Aktivismus bezeichnen. Dass man irgendwie im Internet, dass man so Snapchat-Zeugs hatte und über Twitter und Facebook. Es hat viele lässige Videos gegeben, ja. Zum Beispiel einmal sind wir zum Ernst Stocker heim. Und das war auch sehr spontan und sehr unorganisiert. Sehr ein lustiges Video auch daraus geworden. Schülerinnen und Lernende machen sich auf den Weg zu Ernst Stockers Haus. Als SVP-Vertreter im Regierungsrat ist er einer der Verantwortlichen für die Sparprogramme 2016 bis 2019. Diese massiven Kürzungen betreffen uns alle. Und dann eben das Volkslied-Tanzvideo sind wirklich kreative Mobby und auch nachher Rückblickvideos und ja, Materialien entstanden. Sozialabbau, das lohnt sich nicht, Ernst Stocker. Unser Service Public ist so ein Schatz. Und alles nur wegen Steuergeschenk an die Reichen. Also eine Politik, die sicher nicht aufgeht. Ich glaube, für die Schule war das super. Also wir haben die Videos einmal auf Facebook geteilt, wir haben sie irgendwie verschickt per WhatsApp oder über Telegram oder so. Und die sind viel einfacher zugänglich also auch gerade auf einem Handy, wenn man irgendwie das Video anschauen kann, steht so ein langer Text, der irgendwie alles erklärt. Also die Idee von dem Aktionstag war, dass halt alle die Organisationen, die im Bündnis Abbau stoppen dabei waren, dezentral während dem Tag irgendwie Aktionen organisieren und durchführen, die eben auf die Vielfalt der Kürzungsmaßnahmen aufmerksam machen. Und dort hat es verschiedene Sachen, also von so kleinen Besetzungen über so künstlerische Aktionen, Protestversammlungen mit Transbis und so hat es eigentlich ganz viel gegeben. Und auch ist online den ganzen Tag Zeug gelaufen. Ja, es hat ja dort am Morgen die Aktion gegeben vor oder im Bildungsdirektorium.
glaube ich, sehr wohl wahrgenommen worden, auch von Passantinnen, die durchgelaufen sind. Und es war eine recht coole Aktion und hat motiviert dann für den ganzen Tag. Ja, wir sind in Oerlikon vor das Berufsbildungsamt gegangen. Mit Transbild und so. Das ist der Hass. Sozialer Bau, das ist der Hass. Eine solche Aktion ist am Nachmittag zu Oerlikon. Ein Grüppli von jungen Leuten zieht vor den Sitz vom kantonalen Schreinermeisterverband und wettert dort gegen die Sparpolitik der Regierung. Das darum, wie die Sparpläne auch die Lehrwerkstatt der Stadt Zürich betreffen sollen. Aktionen wie die hat es Stadt auf, Stadt ab gegeben, zum Beispiel auch an der Uni. Dort inszenieren sich Studenten als Humankapital und protestieren so dagegen, dass auch bei der Bildung gespart wird. Am Aktionstag selber war die Lichthofbesetzung geplant. Das ist dann auch so gemacht worden. Des Zürcher Regierungsrates haben wir heute einen Teil des Lichthofs besetzt. Der Regierungsrat des Kantons Zürich will bis 2019 1,8 Milliarden Franken an öffentlichen Ausgaben einsparen. Im Rahmen von dem auch der Prozess gegen das Humankapital. Es hat auch zum Beispiel ein Diplom zu verkaufen gegeben, so nach der Logik von halt eben, dass nur der Abschluss zählt, kann man sich dann auch einen Abschluss halt kaufen. Dann muss man ja die mühsamen Lehrveranstaltungen gar nicht mehr machen, die auch nur Geld kosten. Und dann war tatsächlich auch der Rektor dort, der Michael Hengartner, hat dort sich so einen Bachelorabschluss gekauft. 1,6 Milliarden Franken muss der Kanton Zürich in den nächsten 4 Jahren sparen. Gegen das Sparpaket gibt es heute schon den ganzen Tag verschiedene Aktionen. Am Abend gibt es eine grosse Demo in der Innenstadt. René Birrer, am Bürkliplatz startet der Demonstrationsumzug. Wer protestiert gegen die Sparpläne? Es sind vor allem linke Partien und Gewerkschaften, aber auch soziale Organisationen wie zum Beispiel Caritas, die hier vor Ort sind. Es hat auch viele Studenten und Schüler vor Ort. Insgesamt sind es 30 Verbände, die sich zusammengeschlossen haben und gegen die Abbaupläne vom Kanton demonstrieren. Die Organisatoren erwarten rund 2000 Leute. Es gibt jetzt dann Reden hier hinter mir, anschliessend der grosse Demonstrationsumzug durch die Innenstadt Zürich. Das ist dann auch gerade der Abschluss von dem ganzen Aktionstag. Und wie es der Name sagt, hat es diverse Aktionen schon gegeben. Und dann am Abend hat man sich versammelt zu einer Demo. Und die ist eigentlich, das ist sehr, meiner Meinung nach eigentlich ein Erfolg gewesen.
deux oder so. Aber ich kann den Text leider gar nicht mehr auswendig. Ich sage nicht auf, Sozialabbau, das lohnt sich nicht. Ernst Stocker unser Service Public ist so ein Schade. Und alles nur wegen Steuergeschenke für die Reichen, also eine Politik, die sicher nicht aufgeht. Und der Spruch beinhaltet für mich halt verschiedene wichtige Punkte. Wie eben, dass man sagt, es hat Gründe, dass gespart wird. Das regnet nicht vom Himmel, das ist nicht Zufall, sondern dass man sagt, es gibt Schuldige und dahinter steckt eine Steuerpolitik vom Kanton, die klar verfehlt ist. Ich glaube, über solche Gesänge, ja eben, das bleibt den Leuten auch und dann fängt man sich auch selber sich an fragen, ja, was steckt denn da dahinter? Ja, also was ich toll gefunden habe, ist an dem Aktionstag, dass wirklich so viele Leute gekommen sind und viele junge Schüler, dass man gesehen hat, dass sich die Jungen wirklich noch darum kümmern, was passiert und auch, dass wir ein paar Lehrlinge zusammengebracht haben. Also zuerst sehr beeindruckend habe ich es gefunden, wo wir an dieser Demo gestanden sind, am Bürkliplatz, und da sind Tausende von Leuten getroffen. Bändler, Leute, die im Sozialen arbeiten, Leute, die eigentlich bisher nicht politisiert sind, junge, alte, alle möglichen Menschen. Und auf die Straße gegangen sind, gefunden, so kann es nicht mehr weitergehen. Und ich glaube, insofern haben wir für die Grösse von Schluss mit Kürzen relativ viel erreicht. Auf die einen Seite hat es halt extrem viele Leute, die, also vor allem junge Leute, also die kenne ich auch besser und rede mit ihnen, die wir ja irgendwie wissen, es ist ganz viel Zeug nicht ganz korrekt, warum laufen die Sachen so, wie sie laufen. So ein bisschen einen Anstoß gegeben haben, für irgendwie ein politisches Projekt mitzumachen, überhaupt so ein bisschen einen Politisierungsprozess vielleicht irgendwie einen Anfang genommen hat. Und wo sich jetzt auch weiter organisieren. Also gerade jetzt zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler an Gymnasien in Zürich, die auch immer noch weiterfolgende Aktionen gemacht haben. Und dann hat es eben die angesprochene Gruppe, also im Betrieb oder in Branchen irgendwie jetzt auch aus dem rausgehen, bei Pflegenden oder bei Kleinkindererzieherinnen und Erziehern. Ja, durch das habe ich dann auch halt so ein bisschen mitbekommen, was dann genau läuft und dass die Demo dann wird stattfinden, ich glaube irgendwann im Oktober oder so, letztes Jahr war das, wo ich dann auch gegangen bin und so 2, 3 VBs probiert habe, so ein bisschen mitzureissen. Was dann auch gelungen ist, und es war eine mega coole Demo auch, die mega Spass gemacht hat. Wirklich, ja, ich habe dort auch so das erste Mal so gemerkt, so wenn man zusammen etwas erreichen will, so die Kraft, die es dann halt so zusammen gibt, die positive Kraft, wo man so miteinander auf die Straße gehen kann und den Leuten mitteilen, was man so eigentlich von unserem System denkt. Genau, und das hat mich eigentlich recht begeistert und das ist dann schlussendlich auch so der Grund gewesen, warum ich gefunden habe, hey, es sollten viel mehr VBs sollten eigentlich so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen politisiert werden. Ja, genau, wo wir dann eigentlich auch so ein bisschen diese Gruppe gemacht haben. Wir sind eine Gruppe von VBs. Wir haben uns vor etwa ein bisschen mehr als einem halben Jahr oder ja, letzten Herbst, sagen wir mal, haben wir uns das erste Mal zusammengesetzt. Verschiedene Themen sind so ein bisschen zur Sprache am Anfang. Wir haben uns am Anfang so ein bisschen eigentlich mal unterhalten, was stört uns an unserem Beruf, was würden wir gerne verändern. Ich denke, es ist, wie sie gesagt hat, dass viele Angst haben, sich überhaupt zu wehren. Und ich fände es aber sehr wichtig, dass auch die Leute ein bisschen aktiver werden, oder die VBs aktiver werden, um auch mal irgendwie uns Gehör zu verschaffen und auch mal der Gesellschaft zeigen, was wir überhaupt machen, wie wichtig das ist. Ich glaube wirklich, wir wollen uns also eigentlich so ein bisschen unseren Beruf so ein bisschen der Gesellschaft aufmerksam machen. Wir wollen auch sicher für bessere Arbeitsbedingungen bzw. auch für besseren Lohn kämpfen. Also es hat eigentlich schon damals mit dem Bündnis «Abbau stoppen» angefangen, wo ich auch dabei war. Und wie gemerkt habe, eigentlich sind Leute aus dem Gesundheitswesen mega untervertreten. Und es ist eigentlich auch schon damals in der Ausbildung hat's ganz viele Diskussionspunkte gegeben. Und es sind auch viele Leute auch in unserem Jahrgang die eigentlich Kritikpunkte gesehen haben im Gesundheitswesen, in unserem Arbeitsbereich. Aber es hat wie keinen Platz gegeben, wo man da diskutiert hat. Und aufgrund von diesen Sachen haben wir nachher einen Stammtisch gegründet. Er heisst mittlerweile Stammtisch Santé.
Ja, was eigentlich darum geht, so in einem möglichst legeren Rahmen zusammenzukommen, sich mit anderen Leuten auszutauschen, die ebenfalls im Gesundheitswesen arbeiten und so ein bisschen aktuelle berufspolitische Themen zu diskutieren. Ja, es ist, man kann sagen, der Kreis der Leute, die sich interessieren, wächst immer mehr. Bis jetzt findet es alle Monate statt ungefähr. Alle 4-5 Wochen trifft man sich abwechselnd in Zürich und in Winterthur. Und ich glaube, dass wenn man auch in Zukunft so, dass wirklich auch offen ist für jeden, der Interesse hat oder auch nur zum ein bisschen Leute kennenlernen, zum sagen, hey, wie hast du diese Situation erlebt oder hast du das gehört oder so. Und ich glaube, das ist die Zukunft von dieser Gruppe so. Man ist sehr dankbar, dass wir ein Signal und ein Zeichen gesetzt haben. Wichtig ist sicher auch die Vernetzung untereinander, dass wir bei dem nächsten Abbaupaket relativ schnell reagieren können und auch wieder etwas auf die Beine stellen. Durch die Proteste in den letzten paar Monaten, also mittlerweile fast ein Jahr, sind Dutzende von Leuten politisiert worden. Wie gesagt, die Jugend ist mobilisiert worden und politisiert worden. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir so weitermachen, dass in den nächsten Jahren nachhaltig etwas Positives für die linke Bewegung, für die Bewegung gegen die Sparmaßnahmen. Und dass wir damals einfach den Grundstein gelegt haben für das, aber dass aus dem heraus etwas viel Größeres entstehen kann. Es hat sicher etwas gebracht. Also sicher mal die Aufmerksamkeit in den Medien ist ziemlich groß geworden. Allgemein, dass man über das Thema jetzt mehr redet. Ja, ich glaube einfach, dass in den Köpfen jetzt mehr da ist. Ich glaube, was es sicher gebracht hat, ist, dass viele Schülerinnen und Schüler neu mobilisiert worden sind und politisiert auch. Da sind wir wieder erfreulich gewesen, wenn man neue Leute getroffen hat und die gesagt haben, hey, ich habe dich auch schon gesehen, weißt du, an dieser Demo, wo wir zusammen auf die Straße gegangen sind und solche Sachen. Ich glaube, das hat schon ein Bewusstsein geschaffen dafür, dass man nicht alles hinnehmen muss, dass man sich wehren kann, dass man sich halt organisieren muss und irgendwie auch halt dranbleiben und weitermachen. Der Aktionstag hat also stattgefunden und viele Leute können politisieren und mobilisieren. Doch wie hat sich das auf die Politik ausgewirkt? 2/3 der Massnahmen hat der Regierungsrat selber direkt durchsetzen. Der Rest hat noch durch den Kantonsrat müssen, ist dort aber zu einem grossen Teil durchgewunken worden. Nur ein kleiner Teil hat dann schlussendlich nicht durchgesetzt werden. Wie beispielsweise Kürzungen bei Promobil, ein Verein, der für mobilitätseingeschränkte Menschen günstige Transportmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Die Kürzungen sind nach Protest von Promobil vom Kantonsrat abgelehnt worden. Anders ist aber bereits Realität und in unserem Alltag angekommen. Und das hat dann auch zu weiterem Protest geführt. Innerhalb von diesen Sparmaßnahmen ist beschlossen worden, dass das Schifffahren nicht mehr einfach inbegriffen sein im ZVV, sondern dass es halt eine Gebühr gibt, wie zum Beispiel der Nachtzuschlag. Das ist eben der Seezuschlag von 5 Franken pro Schifffahrt. Danach ist man auf die Idee gekommen, mit der Aktion, wo man gesagt hat, am Tag der Einführung dann wir den ganzen Zuschlag mit 5 Räppler zahlen, halt um einfach den Unmut symbolisch kundtun und auch um den Ablauf ein bisschen stören. Was gibt es Mühsames, als wenn die Person vor einem in der Schlange gefühlt die Ewigkeit lang das Münz zusammensucht? Genau das haben die Gymnasiaschüler von Talwil heute gerade zu Leid gemacht. Den neuen 5-Franken-Zuschlag fürs Schiff haben sie mit lauter Fünferli gezahlt. Das aus Protest, weil sich ihren Schulweg über den Zürichsee verteuert, während bei der Bildung gespart wird. Mit hampfenweise Fünferli bewaffnet machen sich die Schüler von Talwil auf den Schulweg über den See an die Kante zur Küsnacht. Die Schiffscrew soll heute Morgen schwer haben, den neuen 5-Franken-Zuschlag zu kassieren. Wir wollen eigentlich die Einführung des Seezuschlags blockieren, wir wollen sie stören. Wir wollen, dass es mühsam ist, wir wollen, dass die Leute wieder aufmerksam darauf werden, hey, es wird gespart, es betrifft uns. Die Protestaktion der Kanti-Schüler richtet sich aber nicht nur gegen den teureren Schulweg. Sie ärgern sich auch, dass gleichzeitig immer mehr bei der Bildung gespart werde. Halt eine Aktion, die im Verhältnis steht zu dem, was auch die Schüler und Schüler bereit sind zu machen. Ich finde, du musst halt eben auch ansetzen, mit was Leute Erfahrung haben, mit was nicht. Und von dem habe ich es gut gefunden, etwas zu machen, wo sich wirklich alle beteiligen können und alle sich auch dazu äußern und noch ihre Schilder mitbringen oder Plakate malen. Ja, also ich würde ganz klar sagen, dass jetzt der Aktionstag im letzten Herbst sicher auch dazu beigetragen hat, dass sich eben jetzt die Schülerinnen und Schüler selber organisiert haben im letzten Frühjahr, also 2017 Frühjahr. Weil ich habe das Gefühl, sie haben in dieser ganzen Kampagne letzten Sommer und letzten Herbst, die Abbau stoppen vorangetrieben hat,
gemerkt, okay, man kann wie selber auf die Straße gehen, man muss halt selber etwas machen. Und es bringt es halt nicht, wenn die Lehrer und Rektoren ein paar Politiker einladen und ein Podiumsgespräch organisieren und dann ist das denen wieder egal. Es bringt viel mehr, wenn man halt selber sich organisiert, wenn man eben halt mal den Schulalltag blockiert, wie an einer Stadionbesetzung und selber auf sich aufmerksam macht, statt dass man es einfach den Lehrer abschiebt. Also am Anfang, ein Schüler von mir in der Schule hat so während dem Kunstunterricht so zu mir gesagt, so, hey, wir wollen eine Schule besetzen. Und ich gerade so, was? Voll crazy, aber ich fand es mega eine tolle Idee und dann hat er mich halt so am Anfang mitgenommen in so die Konferenzen, in die Sitzungen, die dazu gemacht wurden und es waren, glaube ich, 4, wo ich dabei war und ja, wir haben dann so Worst Case bei der Schulbesetzung mit 15 Leuten gerechnet und dann war es eine riesige Überraschung, dass so richtig krass viele Leute gekommen sind und das war so das erste Erlebnis eigentlich von der heutigen Schülerinnenschaft, wo mega positiv war. Jeder, der gerade so im Verkehr ist, gegen der hier protestieren und wer alles dabei ist. Zusätzlich war es auch sehr beeindruckend, wo an diesem Tag aus dem Nichts sozusagen das Schulhaus Stadelhofen besetzt worden ist. Ich habe das auch recht cool gefunden, weil man hat so ein bisschen verschiedene Schulen gesehen und man hat Reden gehalten und sich austauschen und schauen, wie es anderorts so aussieht. Es sind plötzlich 300 Leute die Straße hochgelaufen, sind ins Schulhaus rein, gefunden, jetzt können wir spontan miteinander besprechen, wie wir weitermachen. Nach einer halben Stunde haben die Leute gefunden, hey, es langt irgendwie nicht, wir wollen jetzt noch nicht heimgehen. Dann sind 500 Leute auf die Straße gegangen, haben sich selbstbestimmt die Bahnhofstrasse genommen, sind auch völlig in Ruhe gelassen worden, weil man realisiert hat, hey, die Jugend will etwas, die kann man nicht einfach stoppen. Ich glaube, das hat einen ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen. Kantons- und Berufsschüler demonstrieren heute in Zürich gegen die Sparmaßnahmen vom Kanton. Rund 200 Schülerinnen und Schüler versammeln sich bei der Kantonsschule Stadelhofen. Von dort aus sind sie in einem spontanen Demonstrationszug vor die Bildungsdirektion marschiert. Die friedlichen Demonstranten sind dann über den Hauptbahnhof und die Bahnhofstrasse zurück an Stadelhofen. Auf dem 6-Liter-Platz hat sich die Demonstration aufgelöst. Die Teilnehmer von verschiedenen Zürcher Schulen wollten damit ein Zeichen setzen. Und dann noch gab es ein Sit-In am Bellevue, das war auch sehr cool. Danach am Paradeplatz auch, wir haben die Straßen bemalt mit Straßenkreiden, so künstlerisch auch ein bisschen. Und wir haben halt sehr auf uns aufmerksam gemacht und es waren, glaube ich, immer Medien dabei. Zürcher Schüler gehen auf die Barrikaden bzw. auf die Strasse gegen die Sparmaßnahmen in der Bildung. Bei der unbewilligten Demo haben rund 70 Kanti-Schüler in der Mittagszeit den Verkehr ums Bellevue kurzfristig lahmgelegt. Kurz vor dem 1 geht's los. Die Schüler machen lautstark auf sich aufmerksam, nehmen das Bellevue in Beschlag, sitzen auf Tramgleis. 3/4 Stunde lang kann zwischen dem Bellevue und dem Zentral kein einziges Tram fahren. Wir sind gegen Sparmaßnahmen überall, in der Bildung wie im ÖV. Wir wollen das heute eigentlich so auf uns aufmerksam machen. Später zieht der unbewilligte Demozug vor das Rathaus. Dort beschimpfen die Demonstranten den Finanzdirektor Ernst Stocker. Stocker, du Banane! Zum Schluss sperren die Schüler den Eingang der kantonalen Bildungsdirektion ab. Bei mir in der Schule war es einfach so, dass das einfach Dauergesprächsthema war. Irgendwie so in jeder Pause hat man dann irgendwie drüber geredet, hat man dann da noch einen Flyer gefunden und ja, es war mega vielseitig. Und dann haben wir halt alle gefunden, wir können weitermachen. Es ist gerade voll die Motivation da. Die Schülerinnenschaft will das auch, will weitermachen. Es ist wieder Wunsch da. Und dann haben sich halt auch ganz viele Organisationen, also jetzt zum Beispiel WFS, JUSO, RJZ,
SFM dazu bereit erklärt, auch mitzumachen. Und dann ist das halt immer größer geworden und dann, ich glaube, der Abschluss war dann dieser interkantonale Aktionstag. Seit einem Jahr spüren wir die Umsetzung der Sparmaßnahmen massiv. Beim ÖV gibt es Zuschläge, im Spital werden Leistungen gekürzt und in der Bildung streicht man die Freifächer und die Löhne der Lehrpersonen. Gekürzt wird das, was uns Spass macht. Und schuld daran ist die Tiefsteuerpolitik vom Kanton. Ich persönlich habe mich ja erst dann angefangen für den 5. April einsetzen. Bei mir nicht bewusst gewesen, dass sich schon so viele Leute vorher extrem lässig eingesetzt haben. In Luzern, Zürich, Basel, Genf und Aarau gingen heute gegen 2000 Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Sie demonstrieren gegen Sparmaßnahmen an den Schulen. Probiert eben einen kreativen Aktionstag zu machen, wo ganz viele Leute eben dann auch inspiriert, sich selber einzusetzen. Und ja, eine Anekdote ist zum Beispiel nach einem Aktionstag am 5. April hat anscheinend Silvia Steiner gesagt, dass sie das wirklich gar nicht gut fände, was wir da machen. Es ist gar nicht mal ins Gespräch gesucht worden mit ihr und das zeigt schon auch, dass die Leute es auch wahrnehmen, auch merken. Und dass es nicht einfach allem vorbeigeht. Und ja, was halt das Ziel muss, ist, eine Kontinuität anzubringen. Aber teils ist es jetzt schon geschafft worden. Eine neue Probe wird jetzt die Sommerferien sein, die kommt. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich bin zuversichtlich. Wo die ganzen Schülerinnenproteste irgendwie nochmal aufgeflammt sind, wo wir nochmal einen kleineren Aktionstag gemacht haben, eigentlich alles von Schülerinnen und Schülern dreht. Ein Problem, wo man immer damit konfrontiert ist bei so Schülerinnenmobilisationen, ist, dass halt die Leute, die meistens aktiv sind, dann die Schule auch wieder verlassen. Das ist jetzt gerade aktuell der Fall, dass viele, die beteiligt sind, halt in der 6. Klasse sind und jetzt das Gymnasium verlassen. Aber gleichzeitig kommen auch viele junge, neue Leute nach, die noch in der 4., 5. Klasse sind, oder die jetzt in die 6. kommen. Und ich glaube, da gibt es viel Motivation, um das auch weiterzuführen. Und ich glaube, es wird weiterhin Sitzungen geben, wie es bis jetzt geht, nach der Sommerferien. Und man wird sich weitere Aktionen überlegen und halt auf die aktuellen Neuerungen eingehen. Wir in unserer Schule haben seit den Protesten eine Schülerinnengruppe, wo sich jeden Montag in der Mittagspause trifft und aktuelle oder halt auch so ganz grundsätzliche Fragen von der Politik irgendwie diskutiert und einfach du kannst zur Aussprache kommen und neue Sachen erleben, neue Leute kennenlernen. Also ich glaube, dass es jetzt nicht aufgehört, aber ich glaube, das könnte gut einfach ein Anfang gewesen sein. Ich glaube, jetzt wird es einfach schwierig während dem Sommer, weil halt das letzte die letzten, die jetzt Matur machen, die sind dann halt nicht mehr in der Schule und da waren halt auch recht viele Maturantinnen dabei. Aber ich glaube, das wird aufgegriffen und das wird sicher wieder thematisiert werden. Also ich bin ganz zuversichtlich. Ich bin überzeugt, das nächste Abbaupaket wird kommen und ich bin überzeugt, dass man es eigentlich wird schaffen, in einem grösseren Umfang auch Aktionen durchzuführen. Wichtig ist sicher, dass man die Vernetzung unter den Kantonen weiter fordert. Es gibt viele Kantone, die mit starken Einschnitten zu kämpfen haben. Es gibt Kantone, die sich zu Bananenrepubliken entwickeln, wie der Kanton Luzern, der absurde Sparvorschläge eigentlich durchzieht.
Und ich glaube, es ist immer ein gemeinsamer Kampf, unabhängig von welcher Kanton gerade betroffen ist. Es ist momentan ein Phänomen, das in der ganzen Schweiz auftaucht. Es hört nicht auf. Im Herbst also ja, kommen die nächsten Sparmaßnahmen. Sie diskutieren jetzt schon darüber, wo sie uns wieder können, irgendwie beim Sozialen, beim ÖV, bei der Gesundheit ein paar Franken wegsparen. Ich glaube, unabhängig davon, wie es schlussendlich aussieht und wie viele Millionen das sind, wir müssen unbedingt dranbleiben. Wir müssen wieder Gruppen bilden, wir müssen wieder auf die Straße gehen, wir müssen an den Schulen organisieren, wir müssen bei den Arbeitsplätzen organisieren. Wir müssen den Leuten einfach klar machen, dass sie nur verlieren durch das, dass nicht wir die sind, die gewinnen durch die Sparmaßnahmen, sondern die Reichen und die multinationalen Konzerne. Die letzten 2 Jahre haben gezeigt, dass man sich zusammenschliessen und organisieren muss, um gegen die Politik, die nur wenigen zu gut kommt, zu kämpfen. Es hat auch wieder gezeigt, dass wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, dass wir das selber machen müssen. Und da hilft uns keine Partei und keine Debatte im Kantonsrat. Gleichzeitig müssen wir auch realistisch zurückschauen. Das Sparpaket ist durchgekommen und es werden weitere folgen. Dass die Unternehmenssteuerreform 3 abgelehnt worden ist, zeigt, dass viele Leute realisiert haben, dass es eine Wechselwirkung zwischen diesen Steuererleichterungen und Sparmaßnahmen gibt. Trotzdem wird versucht werden, die neoliberale Sparpolitik weiterzutreiben, so wie das bereits in den letzten 20 Jahren passiert ist. Genau darum sind so Erfahrungen wie die von diesen Protesten wichtig, die uns zeigen, dass wir weiterhin laut, unbequem und parat sein müssen.